Hallo, liebe Fiona. Wir spielen jetzt ein Spiel mit geschlossenen Augen und ganz viel inneren Bildern und Geschichten. Lass also deine Augen zugehen, wenn du jetzt schon magst oder gleich. Dann, wenn du merkst, dass alles da draußen jetzt sowieso nicht so spannend ist, wie die Dinge, die du in dir erleben kannst. Und so leg dich wieder ganz faul und bequem hin, streck die Beine weit von dir und lass die Füße einfach nach außen fallen, so dass du dich einfach gar nicht mehr um sie zu kümmern brauchst. Während deine Arme genauso faul neben dir liegen und du selbst auch so faul und gelassen daliegst und dich ganz nach innen wendest und jetzt schon oder gleich bemerkst, dass es hinter deinen geschlossenen Augenlidern gar nicht so dunkel ist, wie du vielleicht geglaubt hast, sondern dass da allerhand passiert, wenn du nur aufpasst, so wie jetzt. Und dann kannst du dir ja auch vorstellen, was immer du willst. Und auch das wird alles vor deinen inneren Augen auftauchen und du kannst es sehen. Nicht so, wie du die äußeren Dinge siehst, aber vielleicht jetzt schon oder gleich sogar noch intensiver und besser. Und so kannst du dir zum Beispiel einen richtigen Engel vorstellen mit Flügeln, wenn du willst, oder ganz so, wie du willst. Und wenn du magst, kann dieser Engel dich auch beschützen auf deinem Weg nach innen, zu all diesen Bildern und Geschichten, die da irgendwo tief in dir drinnen sein müssen. Denn du hast ja die Augen zu und alles, was du jetzt sehen und dir vorstellen kannst, muss ja dann in dir sein. Und das kann ein schönes Gefühl sein, so vieles in sich zu haben und in der Lage zu sein, es sich jederzeit oder jetzt zum Beispiel auch anzuschauen. Und so kannst du jeden Gedanken als Bild im Nu vor dir auftauchen lassen, so wie deinen Engel, auch jedes andere Wesen. Und du kannst jetzt schon einmal anfangen. Nimm das erste Wesen, woran du denken musst, und lass es einfach auftauchen, so dass du es dir immer besser vorstellen kannst. Und dann kannst du es auch jederzeit wieder verschwinden lassen. Jetzt etwa, wenn du vielleicht gerade spürst, dass du nun schon ziemlich ruhig geworden bist und dein Körper sich ganz von allein schon sehr entspannt und friedlich in die Unterlage sinken lässt und dein Atem ganz normal weiterfließt, auch wenn du dich gar nicht um ihn kümmerst. Und jetzt, wo du an ihn denkst, kannst du mal einen tiefen Atemzug machen, so einen Seufzer, wie wenn du etwas Schweres hinter dir hast. So einen Seufzer machst du jetzt und kannst dadurch ganz tief loslassen beim Ausatmen und dich fallen lassen, so dass es noch viel leichter wird, all die Bilder anzuschauen, die gleich auf dich zukommen werden, ohne dass du dafür irgendetwas machen müsstest.
Es reicht einfach, wenn du ganz faul liegen bleibst und Bilder kommen lässt, ganz wie sie wollen. Du brauchst bloß zum Beispiel nur an die Sonne denken und ganz gleichgültig, was für Wetter im Augenblick gerade ist, sobald du an sie denkst, taucht schon die Sonne vor dir auf und du kannst, wenn du willst, sogar jetzt schon oder gleich ihre Wärme spüren. Und sobald dir warm genug ist, kannst du auch einen Wind aufkommen lassen, der dir frische Luft zufächelt. Und so stellst du dir vor, wie auch die Atemluft ein Wind ist. Und du kannst sicher jetzt gleich schon spüren, wie es ein bisschen frisch wird um deine Nasenlöcher, während du den Wind des Atems hereinlässt. Und dann stellst du dir vor, wie der Wind draußen immer kräftiger wird und richtig zu brausen beginnt und dich einhüllt. Und du hast Spaß, dich der Kraft des Windes zu überlassen. Und er wird so stark, dass er dich fast hochhebt. Und stell dir vor, was für ein Spaß es wäre, dich vom Wind tragen zu lassen. Und dann lässt du es geschehen, denkst einfach an den Wind und schon hörst du ihn, spürst du ihn, siehst ihn und bist es, bist der Wind. Jagst jetzt selbst mit dieser großen Kraft über den Boden dahin, ergreifst den Sand dort unten und wirbelst ihn hoch in die Luft. Und es macht dir großen Spaß. Du treibst dein Spiel mit dem Sand und mit allem, was nicht ganz fest ist. Und auch Festes reißt du los und jagst es hoch hinauf in die Luft, in dein Reich und seine unbegrenzten Weiten. Und dann merkst du plötzlich, dass du gar nicht allein bist. Überall um dich her toben und spielen seltsame Luftwesen dasselbe Spiel wie du. Sogleich jagst du einem von ihnen hinterher. Und so erfährst du, dass sie die eigentlichen Herrscher des Luftreiches sind und Sylphen heißen. Und sie versprechen, dich in die Geheimnisse ihres weiten Reiches einzuweihen, wenn der herrliche Sturm vorüber ist. Jetzt wollen sie erst noch mit ihm weiter toben. Und du tobst bereitwillig mit ihnen. Ihr jagt über den sandigen Boden und an den Felsen des nahen Gebirges entlang und empor in die Höhe. Und in einem mächtigen Wirbel stürzt du dich wieder hinunter zur Erde. Bist du ein Wirbelsturm in rasender Bewegung. Und dort hinten erspähst du die Bäume und im Nu habt ihr sie erreicht. Und du spürst, wie sie unter eurer Macht zittern und ächzen und doch widerstehen.
Du erlebst und bist die wirbelnde Kraft, die auch die Menschen in ihren Häusern erzittern lässt. Und manches entreißt der Sturm ihnen, und du bist dieser Sturm. Bist weder böse noch gut zu den Menschen und den Dingen der Welt. Du bist, wie du bist, Wind, das Wesen der Luft. Und du folgst deiner Natur. Jetzt reißt du manches nieder, das schwach ist. Dort einen morschen Baum. Und da eine alte Hütte. Aber in ruhigeren Zeiten. Und sofort legt sich deine wilde Kraft und weicht einem sanften Wehen. Trägst du den Blütenstaub der Blumen und Bäume und des Getreides und lässt sie Früchte tragen und gedeihen, und du ernährst die Natur und verschaffst auch den Menschen ihr Brot. Und du treibst als Westwind die schweren Regenwolken vor dir her, die das Land tränken, aber auch überschwemmen können. Und als Nordwind bringst du die starrende Kälte und den Schnee, der über alle Natur seinen weißen Zauber legt und die verdiente Ruhe bringt. Als Südwind leckst du den Schnee dann wieder weg. Und ihr Luftwesen seid es, die die Segelschiffe über die Meere treiben, und so habt ihr schon immer die Menschen aller Erdteile miteinander verbunden, und ihr dreht die Flügel der Windmühlen und tragt die Vögel auf euren Schwingen, und sie spielen mit dir und in dir, und du bist in ihr Element, und du bist in deinem Element, beim Stürmen und beim Wehen, und wehst über die Erde und das Wasser und kannst beide aufwühlen, aber sie sind dir doch fremd, viel schwerer als du und so unbeweglich. Aber da ist auch noch das Feuer, und das ist dir nahe und auch ein bisschen ähnlich. Dort hinten entdeckst du ein kleines Lagerfeuer, und flugs bist du da und bläst hinein und entfachst es erst richtig. Du bist Wind und ich bin Feuer, und du machst mich erst so richtig lebendig. Deine Kraft macht meine Flammen wachsen, und sie werden groß und mächtig und fallen prasselnd über das Holz her und verzehren es gierig. Du nährst das Feuer und gibst ihm Mut und Macht. Bläst ihm deinen Lebensatem ein, und das Feuer nimmt ihn dankbar auf, lebt aus ihm. Und mit deinem Atem gehst du nun ganz nah heran, bis es heißer Atem wird und du dem Feuer immer näher kommst. Und dann, jetzt, ganz herüber kommst du zu uns Feuerwesen. Du
begibst dich mit deinem Atem ganz ins Feuer, wirst zum Feuer und bist nun Flamme, heiß und wild und verzehrend, bist Feuer nun und ich bin Wind und treibe dich, entfache dich weiter und weiter, und deine Flammen lecken nun schon an den trockenen Büschen und entzünden sie. Deine Funken fliegen im Wind und er trägt sie bis in den nahen Wald, und schon greifst du nach den trockenen Bäumen. Deine heißen Flammenzungen ergreifen sie und machen sie auch schon zu riesigen Fackeln. Du bist die heiße Glut und die lodernden Flammen zugleich, bist Feuer durch und durch. Und du spürst und genießt deine verzehrende Kraft und Hitze. Du bist diese heiße, rote Zerstörungskraft, fällst über alles her, was du triffst. Dort am Waldrand ein altes, verlassenes Haus. Und schon gehört es dir. Deine Flammenzungen sprengen aufs Dach. Und schon brennt es lichterloh. Krachend und donnernd bricht es zusammen. Und so machst du auch Angst und verbreitest Schrecken mit deinen hellen, lodernden Flammenzungen. Bist du das reine Feuer? Und du bist auch hier nicht allein. Auch hier im Reich des Feuers leben andere Wesen, die Salamander, und bewachen ihr Element, eben das Feuer. Du fühlst dich nun auch wie eines dieser Feuerwesen. Fühlst dich als Feuer-Salamander. Und du bist weder gut noch böse. Du bist ein Salamander, ein Feuerwesen. Und so lebst du für deine Aufgabe, bist überall, wo Feuer ist. Nicht nur in dem brennenden Haus, sondern auch in den Herden und Öfen der vielen Häuser, wo du die Menschen wärmst und ihnen warmes Essen bescherst. Im Feuer der Schmiede auch, wo du ihnen hilfst, das harte Metall zu erweichen. In ihren Kanonen und Bomben aber bist du ebenfalls und bringst ihnen Tod und Verderben. Du bist Feuer und du brennst. Das ist dein Wesen. Und es ist das keine Schuld und kein Verdienst. Du bist Feuerelement. Und es ist Sache der Menschen, was sie mit dir anstellen. Die Menschen sind nicht deine Freunde und nicht deine Feinde. Du warst schon lange vor ihnen da und du wirst noch lange nach ihnen da sein. Sie dürfen dich gebrauchen zu ihrem Wohl und Verderben. Wo sie dich aber missbrauchen, da zeigst du ihnen deine Macht, deine eigene Macht. Denn du bist ja auch das Feuer im Innern der Erde. Und ab und zu treibt es dich dann hoch. Und du kommst heraus aus der Tiefe der Erde
und sprichst aus feuerspeienden Bergen zu dieser Welt, bist die Kraft der Vulkane und schleuderst eine Glut und heiße Wut nach draußen. Bist Teil der gewaltigen Explosionen von Mutter Erde. Spürst und bist die heiße Glut in ihrer Mitte. Und zugleich bist du auch zur Freude der Menschen die Kraft in den vielen kleinen Explosionen ihrer Feuerwerke. Im Kometenschweif der Raketen rast du mit ihnen in den Nachthimmel und zerfällst dann vor Freude in bunte Feuerkugeln und ein Meer von glühenden Funken zum Spaß der Kinder und aller, die sich noch freuen können. Es macht dir Freude, deinem Bewunderern Spaß zu machen, in die Höhe zu rasen, Feuerspuren in den Himmel zu ziehen und als Licht wieder herabzuregnen. Du erhellst die dunkle Nacht und so auch die dunkle Seite des Lebens, trägst Licht und jetzt gerade auch Freude in die Dunkelheit und zeigst den Menschen in ihrer Freude über dich, dass auch sie Kinder sind, Kinder des Lichts. Und mit diesem angenehmen Gefühl beenden wir nun allmählich wieder unser Spiel, diese Reise zu den Luft- und Feuerwesen. Doch nicht ganz, denn du merkst jetzt, dass die Luftwesen mit dem Atemstrom noch immer durch dich wehen und dass das Wesen und die Kraft des Feuers in deinem roten Blut und in der Begeisterung deines heißen Herzens leben. Und du spürst, dass es sich gut anfühlt, so eng mit diesen wichtigen Wesen verbunden zu sein, ohne irgendetwas von dieser Reise in die innere Welt des Feuers und der Luft zu vergessen, kommst du jetzt aber wieder ganz bewusst zurück und spürst deinen Körper, wie er so ruhig und entspannt daliegt und sich sehr tief ausgeruht hat, während du innen auf Reisen warst. Jetzt machst du einen tiefen Atemzug und spürst, wie die Luft hereinfließt und deine Brust bewegt. Und dann fängst du mit kleinen Bewegungen der Finger und Arme und jetzt auch der Zehen, Füße und Beine an. Dehnst dich und streckst dich und machst dann erst ganz zum Schluss die Augen auf und spürst, wo du liegst und wie gut es dir geht nach diesem mutigen Ausflug.